Herzlich willkommen zu Toter Hahn, Quest for Lorcana. Salve Illuminatori, ich bin Vladimiro. Ich bin Thorsten. Und heute öffnen wir ein Starterdeck. Wir fangen an mit Saphir und Stahl, mit Aurora und Simba. Das ist natürlich die beste Möglichkeit, wie man mit Lorcana beginnen kann. Und zwar ist das da ist ein 60-Karten-Deck drin, das ist halt pre-constructed, also schon vorbereitet. Das kann man dann direkt an den Hüllen tun und dann einfach losspielen. Deswegen, wenn ihr Interesse an das Spiel habt, ist das wirklich die allerbeste Möglichkeit, damit zu starten. So, das ist der Inhalt. Wie Vladi schon sagte, das vorgefertigte 60-Karten-Deck. Bestehend aus den Farben Saphir und Stahl. Schauen wir uns die erstmal gleich an. Genau. Dann ein Booster ist immer dabei. Das ist ziemlich stark, muss man sagen, an Ravensburger, weil das ist nicht oft, dass man in einem Starterdeck auch einen Booster mit drin hat. Und wenn man bedenkt, Preispunkt liegt der UVP bei 20 Euro, also ja, 19,99, genau. Und man bekommt automatisch noch einen Booster mit drin, der ja 5,99 kostet. Ich finde, das ist wirklich sehr fair. Angebot. Ja, auf alle Fälle. So, dabei haben wir dann eben die Schnellstartregeln, damit ihr direkt loslegen könnt, was auch relativ gut erklärt ist. Es besteht dann aus 2 Seiten, handlich zusammenzufalten. Dann haben wir Genau, das ist einfach eine Art, ja, also das ist wahrscheinlich gedacht, dass man ein bisschen diese Orientierung bekommen kann. Ne? Wo packt man sein Deck hin, wo kommt sein Ablagestapel hin, mit den Legendenpunkten, genau. Das ist, glaube ich, einfach nur für die ersten Spiele, damit man sich einfach besser wiederfinden kann. Und danach wird das, glaube ich, nicht mehr benötigt. Genau. Dafür gibt es dann solche schönen Matten wie diese, die man das gut nutzen kann. Genau, um auch die Karten zu schützen tatsächlich, ne? Damit die nicht einfach auf den dreckigen Tisch sind. Genau. Und dann haben wir hier noch ein paar Marker, die dann für die Schadensverteilung da sind. Exakt, richtig. Prima, dann schauen wir uns mal direkt das vorgefertigte Deck an. Kurz zum Deck vielleicht an sich auch, das könnte auch spannend sein. Also es gibt ja 3 verschiedene Starter, die wir dann auch hier in dieser Reihe auch alle unboxen werden. Bei dem Stahl-Saphir-Starter geht es darum, ein Ramp-Deck zu spielen. Und zwar, das bedeutet, wir haben ein Ressourcensystem in Lorcana. Wir werden also pro Runde immer eine Ressource ausspielen, um unseren Spielplan voranzutreiben. Und dieses Deck hier fokussiert sich darauf, schneller Ressourcen aufzubauen, um dann schnellstmöglich die größeren Charaktere auszuspielen, damit der Gegner sozusagen ein bisschen weiter zurückliegt. Das ist der Fokus dieses Decks und ich finde, das macht Spaß zu spielen. So, dann schauen wir uns mal kurz an, was so da drin ist. Wie gesagt, die Decks sind immer identisch. Also nicht pro Starter-Deck, aber pro Thema, in diesem Fall Saphir und Stahl. Da haben wir dann dreimal die Aurora, das Röschen. Dann haben wir die Face-Karte, wie man sehen kann. Genau, das ist die Foil von Aurora, Wächterin der Träume. Genau. Dann Foil Simba, zurückgekehrter König. Dann weitere Aurora, 3 Stück, vornehme Prinzessin. Noch kurz hier als Zeitnot, ne? Man darf jede Karte bei Disney Lorcana 4-mal in sein Deck spielen und deswegen sehen wir auch mehrere Kopien. Ja, und jedes Deck darf nur aus 2 Farben bestehen. Exakt, also mindestens, also maximal 2. Man könnte sich auch ein Deck bauen, was nur eine Farbe hat. Ob das so schlau ist, weiß ich nicht. Müsste man gucken, was das Spiel noch so bringen wird. So, dann haben wir zweimal den Fabius. Ja, hier Grammatala beispielsweise, eine dieser Karten, die dann den Ressourcenvorrat einfach dann schneller füllen kann als andere Karten. Dann die Jasmin. Malefiz. Nochmal Malefiz, eine andere Version. Die aber für 3 kostet. Ja. Dann Mickey Mouse. Auch hier wieder Ramp-Komponente. Ich finde auch tatsächlich, das Artwork ist immer wieder wirklich sehr schön. Klar gibt es Karten, die sind schöner als die anderen, aber insgesamt sehr konsistent. Mufasa, Scar, entwickle dein Gehirn. Schnell weg. Kokosnusskorb, magische goldene Blume, Beast, Captain Hook, Gesindel, Herkules, Christoph,
Maui. Ich liebe Maui. Prinz Erik. Simba. Feuert die Kanonen. Nehmt das Schwert. Durchwühlen. Wuchtschlag. Und die Bratpfanne. Okay. Nochmal kurz zu den Farben an sich. Wir werden vielleicht auch dann irgendwann ein Video machen, wo wir die Farben vielleicht ein bisschen besser erklären. Aber jetzt hierfür, Stahl ist halt mehr so eine kontrolllastige Farbe. Man hat halt viele Spells, die halt keinen Schaden machen können, um das Board zu kontrollieren. Und Blau ist halt momentan tatsächlich sehr stark mit gefühlt viele Charaktere, die für viel questen können. Deswegen ist die Kombination auch so gut. Blau Ramp, also Rampen ist eine Rampe vom Skateboard, kann man sich das vorstellen. Das heißt, wir kommen einfach schneller voran als der Gegner, weil wir mehr Ressourcen pro Zug ausspielen können. Und dadurch kommen halt unsere großen blauen Kreaturen oder Stahlkreaturen, die dann das Spiel schließen können. Ah, möchtest du das direkt aufmachen? Ja, natürlich. Achso, ja, dann machen wir ein Unboxing im Unboxing. Richtig. Ich möchte ja schon ganz gerne wissen, was da drin ist. Enchanted. Ja, es gibt auch wohl Urban Legends, wo es heißt, dass tatsächlich in so einem Starter-Deck schon mal eine Enchanted gefunden wurde. Ob das wirklich so ist? Werden wir verifizieren jetzt. Vielleicht. Boah. So. Genau. Diese übliche Lorcana-Karte. Da haben wir dann jetzt einmal die Minimaus. Wolltest du noch mal was auf die Seltenheit, bezüglich der Seltenheit sagen? Ja, also wir haben hier 6 gewöhnliche Karten pro Booster. Sebastian. Meerschaum. Genie. Entwickle dein Gehirn. Genau. Und Aladdin. Danach kommen 3 ungewöhnliche Karten. Ursulas Kessel. Das Biest gehört mir. Auge der Mäuren. Und jetzt kommen 2 sichere Slots, die immer mindestens eine Rare-Karte enthalten. Und seid bereit, das ist eine sehr starke Karte, ein Boardwipe für Rot, womit eine der gespieltesten Karten überhaupt. Und dann haben wir schon eine Mutter Gothel. in Super Rare. Genau. Und dann schauen wir mal. Oh, eine Super Rare. Maximus in Foil. Sehr, sehr cool. Ja, netter Pull, würde ich Ja, mal sagen. das ist definitiv cool. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, wir spielen ja Stahl und Saphir. Gucken wir mal, was wir an Stahl und Saphir bekommen haben, weil das ist nämlich auch das Coole an diesem Produkt. Man kauft ja die 60 Karten, die schon fertig sind. Und dann kann man mit einem Booster, den man zieht, eventuell auch Karten ziehen, womit man das Deck direkt aufwerten könnte, ohne weiteres Geld auszugeben. Und zwar genau, noch einmal entwickeln ein Gehirn. Okay, in dem Fall war es das, ne? Okay, ja. Man kann dann natürlich auch Pech haben, dass man keine Karten zieht, aber wie man sehen kann, hätten wir jetzt 3 Karten, die man ohne Probleme in das Deck integrieren kann und somit sein Deck leicht verändert hat. So bekommt man halt diese ersten Vibes, wie man halt TCG spielt. Ne? Man hat ein Deck und man kann dann immer wieder Karten hinzufügen, um das Deck dann stärker zu machen und es zu verändern nach eigenen Belieben. Ja, wunderbar. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf euer nächstes Dabeisein. Wünschen euch noch einen schönen Tag und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Like oder abonniert uns auch gerne. Jo. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao.